Meike hat sich auf dem Markt der Cinema Lenses bereits bestens etabliert. Mit dem 50mm T2.1 bietet Meike das erste Objektiv aus seinem Full-Frame-Set an. Seid gegrüßt, Nico hier von Creative Effects. Das 50mm Objektiv wird von Meike durch weitere Objektive mit 16, 24, 35, 85, 105 und 135 mm zu einem vollständigen Full-Frame-Set ergänzt und ist damit aus meiner Sicht für professionelle Filmemacher wirklich interessant. Bei diesem Review ist mir eine gesunde Mischung wichtig. Labormäßige Testaufnahmen kommen nur dort zum Einsatz, wo sie notwendig sind. Gleichzeitig zeige ich euch eine Reihe von Aufnahmen, die ich mit dem Objektiv in der realen Welt gefilmt habe. Gleich vorweg sei gesagt, dass dieses Review rechtlich als Werbung anzusehen ist. Das Review ist allerdings ohne jeglichen Einfluss des Herstellers entstanden. Das heißt, ihr seht und hört hier meine ganz eigene Meinung. Also, lasst uns einen Blick auf die technischen Daten werfen. Die technischen Daten sehen sehr vielversprechend aus. Besonders hervorzuheben ist die breite Auswahl an Bajonettanschlüssen, die große Fokusrotation von 330 Grad und die rundum solide Konstruktion, mit der das Objektiv auf ein Gewicht von 1100 Gramm kommt. Mit Zahnrädern am Fokus- und Blendenring und einer stufenlosen Blendenverstellung bietet das Objektiv alles, was man zum professionellen Film braucht. Für alle weiteren technischen Details habe ich euch unten in der Videobeschreibung die Produktseite von Meike verlinkt. Die Bewertung all dieser Testaufnahmen überlasse ich euch, denn vieles hängt von euren Vorlieben und Einsatzgebieten ab. Was mir aber besonders positiv aufgefallen ist die Schärfe des Objektivs und das bereits mit offener Blende. Von T2.1 auf 2.8 kommt nochmal etwas Schärfe hinzu, aber das Objektiv ist einfach von Anfang an scharf und das ist wirklich beeindruckend. Verzeichnungen und Vignettierungen fallen mir nur minimal auf, das ist super. Im realen Einsatz habe ich weder das eine noch das andere wahrgenommen und ich denke, das gilt auch für den normalen Betrachter.
Das Bokeh wirkt rund und frei von sichtbaren Fehlern. Auch das ist klasse. Der Katzenaugeneffekt an den Rändern ist meiner Meinung nach für ein Objektiv im Vollformat vollkommen normal. Beim Focus Briefing dagegen muss man aus meiner Sicht etwas differenzieren. Objektiv betrachtet ist es auf dem Testbild deutlich sichtbar. Für ein 50 mm Objektiv meiner Erfahrung nach aber vollkommen im normalen Rahmen und sehr gut kontrolliert. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass so ein Testbild immer eine Extreme ist. Das heißt, ihr seht den vollen Fokusweg auf einem völlig geometrischen Testmotiv mit Referenzpunkten und das in einem vollständigen Bildkreis auf einem Vollformatsensor. In der Realität filmt aber niemand Testmotive und nutzt auch nur einen Teil des Fokusweges oder Bildkreises. In meiner bisherigen Arbeit mit dem Objektiv kann ich jedenfalls nicht behaupten, dass ich bisher störendes Briefing wahrgenommen habe. Jetzt möchte ich euch gerne einige Aufnahmen jenseits der Testbilder zeigen, nämlich draußen im realen Einsatz. Insgesamt hat mich Maike mit dem Objektiv voll überzeugt. Erwähnenswerte Schwächen haben sich für mich nicht gezeigt. Mit meinen Eindrücken aus den Testbildern und mittlerweile mehreren Wochen, in denen ich das Objektiv im Einsatz habe, kann ich euch eine klare Empfehlung aussprechen. Was Maike hier für um die 950 € auf den Markt bringt, ist mehr als konkurrenzfähig, vor allen Dingen auch gegenüber den etablierten Marken. Und damit freue ich mich schon riesig auf die kommenden Brennweiten. Aber was meint ihr? Welchen Eindruck habt ihr gewonnen? Ich freue mich auf eure Meinungen und Fragen in den Kommentaren.